Einige nahmen die Freilassung nicht an und ließen sich foltern, um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Andere haben Spott und Schläge erduldet, ja sogar Ketten und Kerker. Gesteinigt wurden sie, verbrannt, zersägt, mit dem Schwert umgebracht. Sie zogen in Schafspelzen und Ziegenfellen umher, notleidend, bedrängt, misshandelt. Sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen, in den Höhlen und Schluchten des Landes. Doch sie alle, die aufgrund des Glaubens von Gott besonders anerkannt wurden, haben des Verheißenen nicht erlangt, weil Gott erst für uns etwas Besseres vorgesehen hatte. Denn sie sollte nicht ohne uns vollendet werden. Da uns eine solche Wolke von Zeugen umgibt, wollen auch wir alle Last und die Fesseln der Sünde abwerfen. Lasst uns mit Ausdauer in dem Wettkampf laufen, der uns aufgetragen ist, und dabei auf Jesus blicken, den Urheber und Vollender des Glaubens. Friede sei mit dir, Vorleserin. Weisheit, Alleluja, Alleluja, Alleluja. Halleluja, Halleluja. Schreien die Gerechten, so hört sie der Herr. Halleluja, Halleluja. Der Gerechte muss viel leiden, doch allem wird der Herr ihnen reichen. Halleluja, Halleluja. Weisheit steht aufrecht, lasst uns das heilige Evangelium hören. Friede sei mit euch allen. Lesung aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. Haben wir Acht. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wer sich nun vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich vor meinem Vater im Himmel bekennen.
Wer mich aber von den Menschen verleugnet, den werde auch ich vor meinem Vater im Himmel verleugnen. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Da antwortete Petrus: Du weißt, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was werden wir dafür bekommen? Jesus erwiderte ihnen: Amen, Amen, ich sage euch, wenn die Welt neu geschaffen wird und der Menschensohn sich auf den Thron der Herrlichkeit setzt, werdet ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Und jeder, der um meines Namens willen Häuser oder Brüder, Schwestern, Vater, Mutter, Kinder oder Äcker verlassen hat, wird dafür das 100-fache erhalten und das ewige Leben gewinnen. Viele aber, die jetzt die Ersten sind, werden dann die Letzten sein, und die Letzten werden die Ersten sein. Ehre sei dir, o Herr, Ehre sei dir. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, heute feiern wir den ersten Sonntag nach Pfingsten. In der byzantinischen Ordnung ist der erste Sonntag nach Pfingsten der Sonntag Allerheiligen. In der Westkirche ist halt Allerheiligen am 1. November gefeiert. Aber in der byzantinischen Tradition werden Allerheiligen an diesem Sonntag gefeiert. Und das scheint mir eigentlich logisch, denn wir haben vorher das große Fest von Pfingsten gefeiert, das große Fest der Dreifaltigkeit. Denn zu Pfingsten erinnern wir, dass hier mit der Herabkunft des Heiligen Geistes wird offenbart das Mysterium der Dreifaltigkeit. Unsere Geschwister in den westlichen Traditionen feiern diesen Sonntag nämlich Trinitas, also Dreifaltigkeitssonntag. Aber in der byzantinischen Tradition ist es nämlich Sonntag von Allerheiligen. Und das ist ein wichtiges Moment zu erinnern. Pfingsten ist nicht nur ein historisches Ereignis, das einmal passiert ist. Ja, zwar, wir feiern am Pfingstsonntag die Herabkunft des Heiligen Geistes über die Aposteln, über den Jünger Jesu in Jerusalem. Aber Pfingsten hat initiiert eine charismatische Zeitalter, ein Zeitalter des Heiligen Geistes, ein Zeitalter der Anbetung Gottes in Geist und in Wahrheit, nämlich in die Offenbarung, dass Gott Dreifaltigkeit ist, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Pfingsten hat eröffnet für die Kirche eine Quelle, und aus dieser Quelle fließt Wasser, lebendiges Wasser, die seit Pfingsten nicht aufgehört hat zu fließen. Das Wasser des Geistes. Der Heilige Geist, der die Kirche füllt mit seiner Gegenwart. Der Heilige Geist, der uns zu Kinder Gottes macht durch die Taufe. Der Heilige Geist, der uns initiiert den Weg der Nachfolge Jesu. Der Heilige Geist, der sprudelt hervor die Mysterien der Kirche. Durch die Herabrufung des Heiligen Geistes in die Sakramente, in die Liturgie, wird Brot und Wein verwandelt zum Leib und Blut des Herrn. Durch den Heiligen Geist wird unser Leben auf ein ganz anderes Niveau gebracht. Pfingsten ist der Alltag der Kirche. Pfingsten passiert jedes Mal, wo wir beginnen zu beten mit Aufrichtigkeit im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Da ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist betet in uns mit tiefer Seufzen. Und so, liebe Freunde, es ist logisch, scheint mir, diesen Sonntag, eine Woche nach Pfingsten, den Heiligen zu feiern. Denn wer sind die Heiligen? Die Heiligen sind die Männer und Frauen, all jene, die Jesus nachgefolgt sind. Und was sehr interessant ist, wenn wir einen Blick auf unsere Ikonen nehmen, in die Ikonostasis, die byzantinische Ikone wird von der dunkelsten Farbe bis ins hellste gemalt. Das heißt, die Figuren leuchten. Sie sind nicht beleuchtet wie vielleicht in der Renaissance Malereien von externen Lichtquellen, wie zum Beispiel das Altarbild von unserer Kirche, der eine Barockkirche ist, ja, ist beleuchtet von diesem offenen Himmel über den heiligen Markus, wo die Engel schweben und das Licht herunterkommt. Ja. Nein, die Ikonen, die Figuren in den Ikonen sind erfüllt von Licht. Sie sind selbst der Lichtquelle, sozusagen. Warum? Weil der Heilige Geist wohnt in den Heiligen. Die leuchten vom Licht Gottes. Und das ist die große Botschaft hier. Auch wir sind berufen, Heiligen zu werden. Wir sind berufen, Männer und Frauen des Heiligen Geistes zu werden. Männer und Frauen der Auferstehung Christi. Wir haben in Lesung aus dem Hebräerbrief heute in die Liturgie gehört über all diese Menschen im Alten Testament vor Christus, die so viel gelitten haben, so viel in diese Botschaft getragen haben, aber sie haben es nicht ganz verstanden, denn es war denen nicht offenbart, des Menschensohn. Aber für uns, und ich würde auch sagen, auch für die Heiligen des Alten Testamentes nachträglich, ja, ist für uns etwas Größeres gegeben, ja, Anteil zu haben an der Nachfolge Christi. Und das ist auch klar, die Heiligen des Alten Testamentes, die haben Christus nachgefolgt, vielleicht ohne es zu wissen. Aber für uns ist offenbar, liebe Freunde, der Herr, Jesus Christus, der Sohn Gottes, er, der Retter der Welt. Im heutigen Evangelium, aus dem Matthäus-Evangelium, Jesus sagt, wer mich bekennt, werde ich vor meinem Vater bekennen. Und das ist es, liebe Freunde. Die Heiligen sind die Menschen, die aufgerichtet sind auf Christus. Sie haben keine tiefere Sehnsucht, aus Christus nachzufolgen. Christus ihr Leben zu geben, alles für Christus zu geben. Selbst die Bereitschaft, auch für ihn zu sterben. Und das ist ein großes Mysterium, wozu wir auch eingeladen sind, teilzunehmen. Liebe Freunde, wir leben in einem extrem synkretistisches Zeitalter. Ein Zeitalter, wo man halt denkt, wo man leicht denken kann, ja, es gibt so viel an Religionen und Spektrum, an Glaubensrichtungen und Philosophien. Und halt, ich habe mein Buchregal zu Hause mit vielleicht Hegel und Kant und Buddha und Jesus und. Aber, liebe Freunde, wir als Christen folgen nicht einem Philosoph. Wir folgen dem Sohn Gottes, der wirklich wahrer Gott ist und wahrer Mensch. Und in unserer Zeit, und ich weiß nicht, wie es ist in vergangenen Zeitaltern, denn ich habe nicht damals gelebt. Und wir wissen, dass in der Vergangenheit gab es viele Herausforderungen für die Christen in aller Zeiten. Aber für uns heute, glaube ich, ist die große Herausforderung, zu diesem Jesus zu stehen und zu sagen, an ihm bekenne ich, an diesen Christus, an diesen Jesus glaube ich. Und ich glaube nicht, dass Jesus nur ein großer Sprecher oder Denker oder auch Philosoph ist. Ja, es gibt viel Philosophie im Neuen Testament, das ist sicherlich wahr. Aber der Unterschied zu dieser Philosophie ist, dass es uns ins Leben führt, ins wahren, übernatürlichen Leben, ins charismatische Leben, im Leben des Heiligen Geistes. Und das ist unsere Herausforderung, liebe Freunde, unserer Zeit, Bekenntnis vor der Welt zu Christus zu geben. Und diese Bekenntnis, liebe Freunde, ist nicht ein Lippenbekenntnis, es ist ein ontologisches Bekenntnis mit unser ganzes Wesen. Und das ist ein Kampf für unser ganzes Leben, dahin zu kommen. Ja? Aber daran, Christus zu bekennen, durch unsere Wörter, ja, durch unser Glauben, Amen, und durch unser Handeln. Wir leben in einer Zeit, wo auch viele Ungerechtigkeiten sind.
Sind wir bereit, unsere Stimme zu erheben und gegen die Ungerechtigkeit dieser Welt zu sprechen? Sind wir bereit, für die Würde der Menschen zu stehen, weil wir glauben, dass diese Würde so heilig ist, weil Gott die Menschen geschaffen hat und weil er, die zweite Person der Dreifaltigkeit, ist Mensch geworden? Sind wir bereit, da zu stehen für unsere Nächsten, auch wenn sie unterdrückt sind, auch wenn sie Opfer sind von Gewalt und Rassismus und viele andere bösen Dinge sind? Sind wir bereit, das Evangelium des Friedens in der Welt zu verkünden? Das Evangelium der Liebe, der Nächstenliebe. Sind wir auch bereit, da zu stehen und zu verkünden, ja, an diesen Jesus glaube ich. Und ich glaube wohl, dass er weit mehr ist als ein Philosoph, als ein guter Lehrer. Ich glaube, dass er der Erlöser ist, der Heiland, der Retter der Welt. Liebe Freunde, vielleicht in der Antike, wir wissen von vielen christologischen Kontroversen, viele Menschen, die irgendwie verstanden haben, dass Jesus Gott ist oder wie Gott ist, aber nicht wirklich, dass er wahrer Gott und zugleich wahrer Mensch ist. Ich glaube, in unserer Zeit, das Problem ist, dass wir zu wenig glauben, dass er Gott ist. Er ist wahrer Mensch und auch wahrer Gott. Und weil er wahrer Gott ist, er kann unser Leben verändern. Er kann unser Leben nicht nur psychologisch verändern, nicht nur unser Leben philosophisch ändern, sondern ontologisch, bis auf den Grund, weil er allein kann uns Auferstehung gewähren. Und die Heiligen, liebe Freunde, sind Zeugen vor die Welt von der Größe und Liebe und Barmherzigkeit Gottes in ihr Leben, in ihr Handeln, in ihr Lehren und auch in ihr Gebet. Der Heilige Geist verwandelt uns mehr und mehr Menschen des Gebetes zu werden, damit wir die Welt immer in unser Gebet zu den Herrn bringen können. Und so in dieser göttlichen Liturgie wollen wir die ganze Welt einschließen, wollen wir einen jeden von uns einschließen und Gott bitten um seine Barmherzigkeit, damit wir noch mehr und mehr auf diesen königlichen, heiligen Weg der Wandlung gehen können, der Nachfolge Jesu. Amen. Auf die Fürbitten aller Heiligen, Christus, unser wahrer Gott, errette uns. Lass uns alle aus ganzem Herzen sprechen, aus ganzer Seele lasst uns sprechen. Herr Gott, ein Herrscher, Gott unserer Väter, wir bitten dich, erhöre uns und erbarme dich. Erbarme dich, unser Gott, in deine große Barmherzigkeit, wir bitten dich, erhöre uns und erbarme dich. Lass uns all beten für unseren heiligen Vater Franziskus, den Papst von Rom, unseren seligen Patriarchen Sviatoslav von Kiew, Halic, unseren hochgeweihten Metropoliten Christoph von Wien, unseren hochgeweihten Erzbischof Franz von Salzburg, unseren gottgeliebten Bischof Hans-Jürg und für jene, die in diesem Gotteshaus dienen und dienten, für unseren geistigen Väter, für alle unsere Brüder und Schwestern in Christus. Lass uns all beten für unsere Brüder, die Priester, Mönchspriester, Diakone, Mönchsdiakone und so wie für alle Mönche, Monialen, auf den ganzen Erdenrund. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Lass uns all beten um Erbarmen, Leben, Frieden, Gesundheit, Heil, Schutz, Verzeihung und Nachlass, alles Sünden und Verfehlungen der hier anwesenden Diener und Dienerinnen Gottes, dass Gott der sich ihrer Erbarme, so lasst uns alle sprechen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Lass uns all beten für unser Vaterland, für alle, die es regieren, bis beschützen und ihn dienen. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Lass uns all beten für die Stifter und Wohltäter dieses heiligen Hauses, sowie für alle von uns gehenden Väter, Mütter, Brüder und Schwestern, Kinder, und lass uns alle sprechen. Lass uns all beten für alle, die deine heilige Kirche Wohltaten erweisen, für alle, die vor dir dienen und dienten, für die Sänger, für alle Anwesenden, für alle gläubigen Christen, die von dir das große und reiche Erbarmen erwarten. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Den
Ein gnädiger, menschliebender Gott bist du, und dir sind wir unseren Lobpreis empor, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geiste, jetzt und alle Zeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Die Abergläubigen wollen wieder und wieder in Frieden beten zum Herrn. Stehe bei, errette, erbarme dich und wache über uns, o Gott, in deiner Gnade. Weisheit, in dir gebührt alle Ruhm, alle Ehren, Anbetung, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geiste, jetzt und alle Zeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wieder und wieder lass uns in Frieden beten zum Herrn. Stehe bei, errette, erbarme dich und wache über uns, o Gott, in deiner Gnade. Weisheit, auf dass wir von deiner Macht alle Zeit behütet, die dem Lobgesang emporsenden, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geiste, jetzt und alle Zeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit.
unseres heiligen Vaters, Franziskus des Papstes von Rom, unseres seligen Patriarchen Sviatoslav von Kiew-Halych, unseres hochgeweihten Metropoliten Christoph von Wien, unseres hochgeweihten Erzbischof Franz von Salzburg, unseren gottgeliebten Bischof Hans-Jörg, die ehrwürdige Priesterschaft der Diakone, der Mönche und Monialen, unseres Volkes und Vaterlandes und alle, die es regieren und verteidigen, alle in der Hoffnung auf das ewige Leben des schlafenden, rechtgläubigen Christen, der edlen Stifter und Wohltäter dieses heiligen Gotteshauses und euch alle rechtgläubigen Christen, gedenke Gott der Herr in sein Reich, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Lasst uns wollen in unser Gebet von den Herrn. Für die hier bereiteten kostbaren Gaben lasst uns beten zum Herrn. Für dieses heilige Haus und für alle, die es beglauben, Frömmigkeit in Gottes Volk besuchen, lasst uns beten zum Herrn. Dass er uns bewahre vor aller Trübsal, vor Zorn oder Bedrängnissen, lasst uns beten zum Herrn. Unser Allerheiligen, allreinen, hochgelobten, ruhmreichen Herrin, der Gottesgebärerin, immer werdenden Jungfrau Maria mit allen Heiligen gedenken, wollen wir uns selbst und einander und unser ganzes Leben Christus, unseren Gott, überliefern. Durch das Erbarmen deines eingeborenen Sohnes, mit dem du gepriesen bist, samt deinen allerheiligen, gütigen, lebensspendenden Geist, jetzt und alle Zeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Friede sei mit euch allen. Lasst uns einander lieben, auf das wir in Eintracht bekennen. Die Türen in Weisheit, lasst uns Acht haben. Ich glaube an den einen Gott, den allmächtigen Vater, Schöpfer des Himmels und der Erde, aller sichtbaren und unsichtbaren Dinge, und an den einen Herrn, Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn. Er ist aus dem Vater geboren vor aller Zeit. Licht vom Lichte, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater. Durch ihn ist alles geschaffen.
für uns Menschen und um unseres Heiles willen ist er vom Himmel herabgestiegen. Er hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist aus Maria der Jungfrau und ist Mensch geworden. Gekreuzigt wurde er für uns, unter Pontius Pilatus hat er gelitten und ist begraben worden und ist auferstanden am 3. Tage gemäß der Schrift. Er ist aufgefahren in den Himmel und sitzt zur Rechten des Vaters. Er wird wiederkommen in Herrlichkeit, Gericht zu halten über Lebende und Tote, und seines Reiches wird kein Ende sein. Ich glaube an den Heiligen Geist, den Herrn und Lebensspender, der vom Vater ausgeht. Er wird mit dem Vater und dem Sohn zugleich angebetet und verherrlicht. Er hat gesprochen durch die Propheten. Und die eine heilige katholische und apostolische Kirche. Ich bekenne die eine Taufe zur Vergebung der Sünden. Ich erwarte die Auferstehung der Toten und das Leben der zukünftigen Welt. Amen. Lasst uns geziemend und ehrfurchtsvoll stehen, haben wir Acht, dass wir das heilige Opfer in Frieden darbringen. Die Gabe des Friedens, das Opfer des Lobes. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Mit deinem Geist. Erheben wir die Herzen. Wenn sie beim Herrn. Lasst uns Dank sagen dem Herrn. Es ist würdig und recht, den Vater und den Sohn und den Heiligen Geist anzubeten. Die Wesen seine und ungeteilte Dreifaltigkeit. Es ist würdig und recht, dir zu singen, dich zu loben, dich zu preisen, dir Dank zu sagen an jeden Ort deiner Herrschaft. Denn du bist der unaussprechliche, unbegreifliche, unsichtbare und unfassbare Gott. Von Ewigkeit her bist du und bleibst unverändert, du, dein eingeborener Sohn und dein Heiliger Geist. Du hast uns aus dem Nichts ins Dasein gerufen und uns nach unserem Fall wieder aufgerichtet. Du hörst dich auf, alles zu tun und uns zum Himmel zu führen und uns dein künftiges Reich zu schenken. Für alles danken wir dir, deinen eingeborenen Sohn und deinen Heiligen Geist, für alle unsere erwiesene Wohltaten, die uns bekannten oder unbekannten, die offenkundigen oder verborgenen. Wir sagen dir auch Dank für diesen heiligen Dienst und aus unseren Händen gnädig anzunehmen. Du geruhst, obgleich Tausende von Erzengeln und zählige Scharen von Engeln, die Cherubim und die sechsflügigen und vieläugigen Seraphim fliegen und schweben, dich umgeben, die das Siegeslied singen, jauchzen, rufen und sprechen. Heilig, 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 Herr Sabaoth, erfüllt sind Himmel und Erd von deiner Herrlichkeit. Hosanna, Hosanna in
Mit diesen seligen Mägden, menschenliebender Herr, singen und rufen auf ihr, heilig bist du und allheilig, du, dein eingeborener Sohn und dein Heiliger Geist. Heilig bist du und über alles Heiligen, wunderbar ist deine Herrlichkeit. So sehr hast du die Welt geliebt, dass du deinen eingeborenen Sohn dahin gabst, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern das ewige Leben habe. Er ist gekommen und hat den ganzen Heilsplan um unseren Willen erfüllt und in der Nacht, in der er ausgeliefert wurde, oder vielmehr sich selber auslieferte für das Leben der Welt, nahm er Brot in seinen heiligen, allreinen und makellosen Hände, dankte, segnete, heiligte, brach es und gab es seinen heiligen Jüngern und Aposteln, indem er sprach: Nehmet hin und esset, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird, zur Vergebung der Sünden. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sprach: Trinket alle daraus, das ist mein Blut des neuen Bundes, das für euch und für viele vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Eingedenk also dieses heilbringenden Auftrages des Erlösers und all dessen, was für uns geschehen ist, des Kreuzes, des Grabes, der Auferstehung am dritten Tag, der Himmelfahrt, des Sitzes zur Rechten, des Weiten und glorreichen Wiederkehr, bringen wir dir dar, das Deinige von den Deinigen, in allem und für alle. Und wir bringen dir diesen geistigen, unblutigen Opferdienst dar. Wir rufen dich an, wir bitten und flehen zu dir, sende deinen Heiligen Geist herab auf uns und auf diese vorliegenden Gaben. Und mache dieses Brot zum kostbaren Leib deines Christus. Amen. Und was in diesen Kelch ist zum kostbaren Blut deines Christus. Amen. Sie verwandeln durch deinen Heiligen Geist. Amen. 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 Damit diesen heiligen Gaben all denen, die sie empfangen, zur Nüchternheit der Seele gereichen, zur Verzeihung ihrer Sünden, zur Gemeinschaft des Heiligen Geistes, zur Fülle des himmlischen Reiches, zu vertrauen auf dich, nichts und Gerichtes, zu Verdammnis. Wir bringen dir auch diesen geistigen Opferdienst auch für jene da, die uns in Glauben vorausgegangen sind, für unsere Vorväter, Väter, Patriarchen, Propheten, Apostel, Verkündiger, Evangelisten, Märtyrer, Bekenner, Asketen, für jede gerechte in Glaube, verschiedene Seele. Gepriesen sei unser Gott alle Zeit, jetzt und immer da, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Insbesondere gedenken wir unseren Allerheiligen, reinen und gebenedicteten, ruhmreichen Herrin, der Gottesgebärerin und immerwährenden Jungfrau Maria.
Vor allem gedenke, o Herr, unseres heiligen Vaters Franziskus des Papstes von Rom, unseres seligen Patriarchen Sviatoslav von Kiew-Halych, unseres hochgeweihten Metropoliten Christoph von Wien, unseres hochgeweihten Erzbischof Franz von Salzburg, unseres gottgeliebten Bischofs Hans-Jörg, erhalte sie deinen heiligen Kirchen in Frieden, in Wohlergehen, Ehre, Gesundheit und langen Leben und in der rechten Verwaltung des Wortes deiner Wahrheit und all derer, die ein jeder in Sinne hat. Und lass es einmütig mit Mund und Herz deine allerwürdigen und wunderbaren Namen preisen und besingen. Vater, Sohn und Heiliger Geist, jetzt und alle Zeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und es sei des Erbarmens unseres großen Gottes und Erlösers Jesus Christus mit euch allen. Nachdem wir Allerheiligen gedacht haben, lasst uns wieder in Frieden beten zum Herrn. Für die dargebrachten, geheiligten, kostbaren Gaben, lasst uns beten zum Herrn. Dass unser Mensch und liebender Gott sie annehme aus seinen heiligen, übermittelnden geistigen Altares und durch den geistigen Wohlgeruchs und uns dafür seine göttliche Gnade, die Gabe des Heiligen Geistes herabsende. Lass uns beten zum Herrn. Dass uns bewahre vor aller Trübsal, Verzorn oder Bedrängnis. Lass uns beten zum Herrn. Stehe bei, errette, erbarme dich und wach über uns, o Gott, in deiner Gnade. Dass der heutige Tag vollkommen heilig, friedvoll und ohne Sünde sei, lass uns erflehen vom Herrn. Einen Engel des Friedens, einen treuen Führer von Seelenleib, lass uns erflehen vom Herrn. Verzeihung und Nachlass unsere Sünden und Verfehlungen, lass uns erflehen vom Herrn. Alles, was gut ist und heilsam für unsere Seelen, für die Friede, für die ganze Welt, lass uns erflehen vom Herrn. Dass wir die restliche Zeit unseres Lebens in Frieden und Umkehr vollenden, lass uns erflehen vom Herrn. Ein christliches Ende unseres Lebens unter Qual und Schande sowie eine gute Verantwortung für den Volk der eigenen Richterstuhl Christi, lass uns erflehen vom Herrn. Im Flehen und die Einheit des Glaubens und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes wollen wir uns selbst und einander und unser ganzes Leben Christus, unseren Gott, überliefern. Und würdige uns gebieten, mit Vertrauen und unverurteilt, die den Gott des Himmels als Vater anrufen und sprechen zu dürfen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Friede sei mit euch allen. Neiget eure Haupt vor dem Herrn. Wir danken dir, unsichtbaren König, in deiner unermesslichen Macht. Hast du alles erschaffen. In deiner großen Barmherzigkeit hast du alles aus dem Nichts des Daseins gerufen. Schau, Herr, aus der Höhe der Himmel herab auf die, die ihr Haupt vor dir geneigt haben. Sie haben es ja nicht vor Fleisch und Blut getan, sondern vor dir, dem ehrfurchtgebietenden Gott. Lass diese heiligen Opfergaben, o Herr, uns alles das Heilige reichen, an jeden so dessen Bedarf. Reiße mit den Reisenden, heile die Kranken, du Arzt unserer Seele und Leibe.
Durch die Gnade, das Erbarmen, die Menschenliebe deines eingeborenen Sohnes, mit dem du gepriesen bist an den Allerheiligen, gütigen, lebensspendenden Geist, jetzt und alle Zeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Haben wir uns das Heilige, den Heiligen. Einer ist heilig, einer der Herr, Jesus Christus, in der Herrlichkeit Gottes des Vaters. Ihr Gerechten jubelt vor dem Herrn. Für die Frommen ziemt es sich Gott zu loben. Ich glaube, o Herr, und bekenne, dass du in Wahrheit Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes, der in die Welt gekommen ist, um die Sünder zu erlösen, unter denen ich der Erste bin. Lass mich heute teilnehmen, o Sohn Gottes, an deinem mystischen Gastmahl. Ich will deine Mysterien nicht den Feinden verraten, dir auch keinen Kuss geben wie Judas, sondern wie der Schächer bekenne ich vor dir. Gedenke meiner, o Herr, wenn du in dein Reich kommst. Gedenke meiner Gebieter, wenn du in dein Reich kommst. Gedenke meiner Heiliger, wenn du in dein Reich kommst. Nicht zum Gericht oder zur Verdammnis möge mir die Teilnahme an deinen Mysterien gereichen, sondern zur Heilung der Seele und des Leibes. Gott sei mir armen Sünder gnädig. Gott, verzeih mir meine Sünden und erbarme dich meiner. Ohne Zahl habe ich gesündigt, Herr, verzeihe mir.
Mit Gottes Furcht, Glaube und Liebe tretet herzu. Gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn. Gott ist der Herr und ist uns erschienen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Liebe Freunde, wir laden alle ein, in diese Zeit in die Tiefe, in die Herzen zu gehen und die Gegenwart Gottes zu suchen. In den geistigen Kommunion, in der Präsenz des Herrn in unser Herzen. Für die, die hier versammelt sind in der Markuskirche in Salzburg, wir geben die Kommunion bedingt wegen der Pandemie in der Hand. Und die Gläubigen kommen vorne und wie es in der Schrift